Guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Jura aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Ich bin sehr froh, euch wieder auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. In diesem Video möchte ich euch die sibirische Stadt Angarsk gerne zeigen. Sie befindet sich nicht weit von Irkutsk. Diese Stadt ist nicht so gut bekannt im Ausland wie Irkutsk, aber in Russland ist diese Stadt ziemlich bekannt, weil hier die große Ölraffinerie liegt und das heißt, Benzin wird in Angarsk hergestellt. In den vergangenen Jahren war ich ziemlich oft in dieser Stadt unterwegs. Ein guter Freund von mir lebt in Angarsk, aber ich kam dazu irgendwie nicht, ein Video von dieser Stadt zu machen. Und jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, das ist mein erstes Video auf dem Kanal von Angarsk. Und in diesem Video könnt ihr sehen, wie ich mit meinem Freund in seinem Auto fahre. Diese Stadt hinterlässt keinen eindeutigen Eindruck. Ich würde diese Stadt in zwei große Teile teilen, obwohl sie aus 3 Teilen besteht. Aus dem Dorf, wo noch viele Familienhäuser zu sehen sind. Dann kommt der alte Teil, wo die alte Architektur aus den 50er Jahren zu sehen ist, und dann noch ein moderner Teil sozusagen, wo viele Plattenbauten, Chruschtschowka-Häuser stehen. Und von diesen 3 Teilen hat mir nur der Bezirk mit alter Architektur aus den 50er Jahren sehr gut gefallen. Dort befindet sich der Leninplatz, und wenn ihr irgendwann nach Angarsk kommt, dann kann der Leninplatz als Orientierung dienen, um diesen alten Stadtteil von Angarsk zu finden. Die Stadt Angarsk ist die drittgrößte Stadt der Region Irkutsk und eines der wichtigsten Industriezentren Sibiriens. Angarsk liegt nur etwa 40 Kilometer von Irkutsk entfernt und rund 117 Kilometer vom Baikalsee. Die Stadt befindet sich an der Stelle, an der der Fluss Kitoi in die Angara mündet. Genau von diesem großen sibirischen Fluss erhielt sie auch ihren Namen. Gegründet wurde Angarsk im Jahr 1946 als Arbeitersiedlung und bereits 1951 erhielt es den Status einer Stadt. Seine Entstehung hängt mit dem groß angelegten industriellen Aufbau der Nachkriegsjahre zusammen. Durch die Stadt verläuft die Transsibirische Eisenbahn und auf den Straßen fahren bis heute Straßenbahnen. Der erste Betrieb wurde hier 1953 eröffnet. Heute gibt es 5 Straßenbahnlinien sowie Bus- und Minibusverbindungen. Nach der Einwohnerzahl belegt Angarsk heute den 3. Platz in der Region, hinter Irkutsk und Bratsk. 1989 lebten hier etwa 265.000 Menschen. 2010 waren es rund 233.000 und nach aktuellen Daten sind es etwas mehr als 220.000 Menschen. Angarsk ist bekannt als Zentrum der Erdölchemie, Chemie- und Atomindustrie. Hier befindet sich die Angarsker Erdölchemische Gesellschaft, der größte Ölverarbeiter der Region, sowie das Angarsker Elektrolyse-Chemiekombinat, das Produkte für die Kernenergie herstellt. Trotz seiner starken industriellen Ausrichtung wurde Angarsk mehrfach für seine gepflegte Erscheinung ausgezeichnet. In den Jahren 2005 und 2008 belegte es den 1. Platz im Wettbewerb sauberste und am besten gepflegte Stadt Russlands. Und 2013 wurde es unter den Großstädten des Landes als die sauberste ausgezeichnet. Auch das kulturelle Leben von Angarsk hat seine Besonderheiten. Hier befindet sich das erste Uhrenmuseum Russlands mit einzigartigen Exponaten aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Außerdem gibt es ein Mineralienmuseum mit einem Steingarten und einer Sammlung von mehr als 1.500 Stücken. Der sportliche Stolz der Stadt ist der Sportpalast Jermak, eine der größten Arenen in Ostsibirien, in der Eishockeyspiele und Konzerte stattfinden. Das architektonische Gesicht des Stadtzentrums wurde in den 50er Jahren von Planern aus Leningrad geprägt. Die stalinistischen Gebäude, großzügigen Plätze und Mosaikfassaden verleihen der Stadt einen besonderen Charakter.
und nur 40 Kilometer von Angarsk entfernt befindet sich der Holzskulpturenpark Lukomorie, in dem jährlich Meister aus dem ganzen Land geschnitzte Figuren erschaffen, von Märchenfiguren bis zu fantastischen Gestalten. Angarsk ist eine Stadt, in der industrielle Stärke auf kulturelle Traditionen trifft und der sibirische Charakter mit gepflegten Straßen und gemütlichen Höfen verbunden ist. Im weiteren Verlauf des Videos möchte ich noch einige Nachrichten aus Russland berichten, die ich interessant finde. Und habt ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben im Lande? Dann bleibt bitte dran. Los geht's. Alkoholkonsum. In Karelien will man den Verkauf von Alkohol deutlich einschränken. Die Region hat ein Programm zur Reduzierung des Alkoholkonsums bis 2030 entwickelt. Ein zentrales Ziel ist es, Alkohol weniger zugänglich zu machen, sowohl durch Beschränkungen der Verkaufsorte als auch der Verkaufszeiten. Zudem wollen die Behörden Mindestabstände zwischen Verkaufsstellen für Alkohol und Bildungs- oder Sozialeinrichtungen einführen. Zur Erinnerung: Im August haben in den Regionen Wologda und Kemerowo mehrere Filialen der Handelskette Krasnoje i Beloje den Betrieb eingestellt. Der Gouverneur von Wologda, Georgi Filimonov, leitete die Maßnahmen ein und schlug vor, solche Geschäfte auf den Verkauf von Lebensmitteln umzustellen. Vertreter der Kette erklärten jedoch, dass einige Filialen in der Region Wologda weiterhin geöffnet seien. Nach dem Bundesgesetz dürfen die Regionen den Alkoholverkauf selbst regeln. So ist der Verkauf in Jakutien auf 6 Stunden täglich begrenzt, in Tuwa auf 4 Stunden und in der Tschetschenischen Republik sogar auf nur 2 Stunden pro Tag. Gleichzeitig betonte der tschetschenische Republikchef Ramzan Kadyrov bereits 2016, dass es kein vollständiges Verbot geben werde. Wir werden niemandem den Verkauf verbieten. Dafür gibt es ein Gesetz. Wir können nur Empfehlungen aussprechen, sagte er. Migrantenkinder. In Russland will man gesetzlich festschreiben, dass Kinder russischer Staatsbürger bei der Aufnahme in Kindergärten Vorrang haben. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde in die Staatsduma eingebracht. Derzeit haben kinderreiche Familien Vorrang bei der Vergabe von Kindergartenplätzen. Die Autoren des Entwurfs weisen jedoch darauf hin, dass diese Regel häufig zugunsten von Migrantenfamilien wirkt, da diese oft mehrere Kinder haben. Dadurch können russische Familien mit nur einem oder 2 Kindern benachteiligt werden, insbesondere wenn es um einen Platz im nächstgelegenen Kindergarten geht. Die Abgeordneten verweisen zudem darauf, dass es oft an Kindergartenplätzen mangelt, auch weil diese von Kindern ausländischer Staatsbürger belegt werden. Ihrer Meinung nach würde ein gesetzlich verankerter Vorrang für russische Kinder die Rechte der Bürger schützen, die nationale Identität stärken und die Nutzung der Bildungsressourcen effizienter gestalten. Bereits zuvor war in Russland vorgeschlagen worden, Kindern illegaler Migranten den Besuch staatlicher Kindergärten vollständig zu verbieten. Der Abgeordnete Sergei Mironov erklärte damals, dass diese Kinder häufig nicht über die erforderlichen Impfungen verfügen und keine vorgeschriebenen medizinischen Untersuchungen absolvieren, was zu einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten führen könne. Sankt Petersburg. In St. Petersburg ist es Migranten ab sofort verboten, im Bereich der Kurierzustellung zu arbeiten. Das entsprechende Dekret wurde vom Gouverneur Alexander Beglov unterzeichnet. Das Verbot gilt für alle Arten von Kurierdiensten, einschließlich Lieferungen mit Fahrzeugen. Die Stadtregierung erklärte, diese Maßnahme solle der Bekämpfung von Schwarzarbeit, der Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Zustelldienste sowie der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze für russische Bürger dienen, insbesondere für junge Menschen und Studierende.
Nach Angaben der Behörden wird sich diese Regelung kaum auf den Liefermarkt auswirken, da Ausländer nur einen geringen Anteil der Kuriere in der Stadt ausmachen. Den Unternehmen bleiben 3 Monate Zeit, um sich an die neuen Anforderungen anzupassen und ihre Personalpolitik entsprechend zu ändern. Männliche Unfruchtbarkeit. Im autonomen Kreis Chanty-Mansijsk schlagen Ärzte Alarm. Bei der Hälfte der untersuchten Männer wurde Unfruchtbarkeit festgestellt. Diese Daten stammen vom Bezirksklinischen Zentrum für Mutter- und Kinderschutz in Surgut. Nach Angaben der Mediziner lag dieser Wert vor 15 Jahren noch bei 15–20%. Inzwischen ist er auf 50% gestiegen und damit nahezu gleich hoch wie bei Frauen, die ebenfalls von Unfruchtbarkeit betroffen sind. Fachleute führen den Rückgang der männlichen Fortpflanzungsfähigkeit auf einen immer früheren Beginn des Sexuallebens sowie die Verbreitung sexuell übertragbarer Infektionen zurück. Zu den weiteren Ursachen zählen entzündliche Erkrankungen, hormonelle Störungen sowie metabolische und endokrine Probleme. Migranten und Drogen. In Russland wurde vorgeschlagen, Migranten, die mit Drogendelikten in Verbindung stehen, die Staatsbürgerschaft zu entziehen und ihnen eine lebenslange Einreisesperre zu verhängen. Mit dieser Initiative trat der Staatsduma-Abgeordnete Leonid Slutsky auf. Seinen Angaben zufolge waren im Jahr 2023 mehr als ein Viertel aller von Migranten begangenen Straftaten drogenbezogen. Im Jahr 2024 sei dieser Anteil bereits auf 65% gestiegen. Slutsky betonte, dass Migranten, die irgendein Drogendelikt begehen und damit gegen die Gesundheit der Bevölkerung verstoßen, dauerhaft ihre russische Staatsbürgerschaft und das Recht auf Einreise verlieren sollten. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute aus Sibirien, aus Russland und aus Angarsk. Und im weiteren Verlauf dieses Videos könnt ihr die Musik hören und die Stadt Angarsk näher kennenlernen. Also ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Spaß beim Anschauen. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.